Marco Sturm. Herzlichen Glückwunsch dazu, Marco. Was bedeutet dir eine solche Auszeichnung? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, es ist sehr, sehr schwierig in Worten zu verfassen. Also es ist ja, eine unglaubliche Auszeichnung. Mal was anderes, ist ganz klar. Weg von der Kabine, weg vom Eis, weil doch irgendwie mehr dazugehört, dass man sowas bekommt. Und deswegen macht mich das natürlich sehr, sehr stolz und bin auch sehr, sehr dankbar ja, für diesen Orden und bin schon mächtig stolz auf mich. Du hast bei den Worten des Innenministers auch nochmal zurückgeblickt auf das, was du alles schon erreicht hast. Kann man sich sowas als Kind, als Jugendlicher, wenn man anfängt mit der Sportart, überhaupt vorstellen, dass man irgendwann dasteht, überhaupt so eine Karriere hinzulegen, aber am Ende mit dem Bundesverdienstkreuz dazustehen? Nee, absolut nicht. Der Traum als Kleinkind war immer, ja, wahrscheinlich die DEL und dann geht es weiter zur NHL und dann geht es immer wieder weiter. Letztendlich ja, passierte doch jetzt alles so fast zu schnell, muss ich sagen, auch mit dem Bundestrainer, Silbermedaille. Also es sind wirklich viele Sachen zusammenkommen und dann jetzt natürlich, das ist dann die Krönung. Aber wie es der Herr Herrmann schon erwähnt hat, das war, also, ja, es ist ja noch nicht zu Ende. Also es soll ja noch weitergehen und werde natürlich jetzt auch weiterhin arbeiten, natürlich mit meinen Bruins und auch noch vieles mehr, auch mit meiner Stiftung, dass sich doch noch einiges rührt in den nächsten Jahren. Der Saal war voll. Wer ist denn heute da? Von der Familie, von deinen Freunden? Und wie ist der restliche Tag heute noch geplant? Wie ich schon erwähnt habe, war es ja, gefühlt wie eine Eishockeymannschaft hier. Aber das zeigt, wir sind ja, eine Familie und nur so geht's. Die mich jeden Tag eigentlich unterstützen, egal wo ich hier bin oder in Amerika, egal ob Eishockey, privat oder auch mit der Stiftung. Wie gesagt, es sind meine engsten Familienmitglieder sind heute hier und ja, die Auszeichnung ist nicht nur, es bin nicht nur ich, sondern es sind wir alle und ja, bin natürlich auch sehr, sehr froh und dankbar, dass Sie auch hier alle hier heute erschienen sind. Ja. Eishockey spielt natürlich eine große Rolle bei der Verleihung einer solchen Auszeichnung. Aber du hast deine Stiftung gerade schon angesprochen. Du engagierst dich für krebskranke Kinder und ihre Familien mit einem eigenen Hintergrund in der eigenen Familie. Also was bedeutet dir dieses Engagement neben dem Eishockey auch noch? Sehr viel, ja, eben teils wegen meiner Mutter, ist ganz klar. Und auf der anderen Seite, wer in der NHL spielt, der weiß, da wird viel gemacht. Und das war, irgendwie ist alles so zusammengekommen. Und mein Wunsch war immer, wenn ich die Möglichkeit habe, dann würde ich das gerne machen. Und ja, und dann ging es doch ziemlich schnell. Mein einziger Wunsch war eigentlich nur, eben für krebskranke Kinder und es muss in unserer Region bleiben. Das war so ein bisschen meine Idee und das ist auch so zustande gekommen, dass wir wirklich, sage ich mal, Bayern, speziell Niederbayern, dass wir da wirklich aktiv sind und speziell direkt an die Kinder und auch an die Familien weiterhelfen. Welchen besonderen Platz wird denn das Bundesverdienstkreuz jetzt im Hause Sturm bekommen? Ja, wahrscheinlich genau neben der Silbermedaille, muss ich sagen, weil es doch irgendwie was Besonderes, Medaillen bekommen auch nicht so viele, oder ich habe zumindest nicht so viele besondere, also von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass die gut zur Silbermedaille passt. Marco, lass uns über die Bruins auch noch ganz kurz reden. Ihr habt mit JJ Peterka einen deutschen Spieler dazu geholt, den zweiten Spieler jetzt schon. Auf was für einen Spieler freust du dich mit JJ? Ja, erstens einmal auf einen guten Spieler. Wir haben doch einiges abgegeben, aber wir wissen um seine Stärke, die wir brauchen. Egal, ob das die Geschwindigkeit ist oder die Schnelligkeit, die Torgefährlichkeit. Er ist doch ein sehr, sehr guter Spieler. Da erhoffen uns wir sehr, sehr viel und ja. Das Witzige ist eigentlich, er ist Deutscher, aber ich habe ihn noch nie kennengelernt. Das wissen da gar nicht viele. Also wenn jemand sagt, das ist wegen mir, ja schon, aber irgendwie doch auch nicht, weil ich habe den JJ noch nie kennengelernt. Natürlich haben wir schon öfters jetzt telefoniert, aber trotzdem bin ich froh, dass ein Deutscher eben
bei mir in der Mannschaft ist und auch mit Lukas haben wir noch einen. Also von daher versuchen wir wieder alles zu geben und ich hoffe, dass eben speziell die beiden Jungs mich nicht in den Stich lassen und wirklich alles geben, dass wir weiterhin Erfolg haben in Boston. Wir Medien spekulieren natürlich schon wieder, in welcher Reihe wird JJ dann auflaufen. Ich glaube, momentan in allen Hochrechnungen spielt er neben David Pastrnak in der Reihe. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ja, natürlich. Trainer macht sich immer Gedanken und sofort, wenn ein Spieler verpflichtet wird, dann hat man so gewisse Gedanken im Kopf, ist ja ganz klar. Entschieden ist doch noch nichts, aber trotzdem kann ich mir auch das sehr, sehr gut vorstellen, dass er mit David anfängt. David ist einer der besten Spieler in der Liga und er braucht einen, der wo marschiert auf der anderen Seite. Also ob es dann passt oder nicht, weiß ich nicht, aber trotzdem denke ich mal, kann ich mir gut vorstellen, dass wir so starten. Mit JJ und Lukas Reichel, 2 Deutsche jetzt bei dir in der Mannschaft, 2 Offensivwaffen, also absolute Vollblut-Offensivspieler. Jetzt wissen wir, Marco Sturm stellt bei den Boston Bruins gerne defensiv auf. Also das heißt, die Defensive ist das Wichtigste. Inwiefern musst du mit den beiden jetzt arbeiten, um diese Spielidee in den Kopf zu bekommen? Ja, ich glaube, es funktioniert immer eigentlich ganz, ganz gut, weil man muss immer die Mischung dazu finden, offensiv, defensiv. Solange sie defensiv ihre Arbeit machen, können sie sich immer austoben, offensiv, das sage ich auch immer den Jungs und von daher bekommen wir, glaube ich, das alles gut hin. Aber wie gesagt, Offensive hat auch ein bisschen bei uns gefehlt, also so ist es nicht. Das ist ja alles schön und gut. Wir müssen defensiv gut stehen, ist ganz klar. Wir sind noch nicht die Top-Mannschaft. Aber trotzdem haben wir einen JJ verpflichtet, weil wir suchen nach Offensive und deswegen muss nicht vielleicht nicht mehr 5 gegen 5 sein, kann auch ein Powerplay sein, aber von daher hoffen wir uns, dass er viele Tore und viele Punkte und viele Offensive in unser Spiel bringt. Abschließend gefragt, Marco, in deinem ersten Jahr als NHL-Headcoach hast du viele Leute überrascht, die Boston Bruins wieder nach oben geführt, was ihnen viele nicht zugetraut hätten. Was hast du dir fürs zweite Jahr oder für die zweite Saison jetzt vorgenommen? Meine Erfahrung war immer, dass das zweite Jahr, dass es immer das Schwierigste ist, egal ob Spieler oder auch als Trainer. Die Erwartungshaltung ist doch jetzt anders wie im ersten Jahr, nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Mannschaft. Deswegen 100 Punkte zu erreichen in einer Saison war schon enorm und das zu wiederholen, das wird, glaube ich, schwieriger. Ja? Und deswegen werden wir wieder alles versuchen, da wieder, sage mal, hinzubekommen. Ob das dann letztendlich wir schaffen oder nicht, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir werden wieder alles versuchen. Wir brauchen wieder einen guten Start, wir brauchen wieder ein gutes Camp, dass wir wieder in die Gänge kommen. Das Schöne ist, die Jungs kennen mich, die kennen meine Sprache, die kennen mein System und da hoffe ich doch, dass unser Start dann besser ist wie im letzten Jahr. Dann ganz viel Erfolg dabei und vielen lieben Dank. Ja.